Veränderungen, kleine wie große, hat es im Leipziger Nahverkehr immer wieder gegeben. Eine der größeren war das neue Netz, das vor 25 Jahren, am 27. Mai 2001, bei der Leipziger Straßenbahn eingeführt wurde. Dieses beinhaltete die umfassendste Liniennetzreform der letzten Jahrzehnte und ist in seinen Grundzügen bis heute gültig. Viele gewohnte Linien verschwanden, während völlig neue Verbindungen entstanden und Liniennummern vergeben wurden, die es zuvor viele Jahre lang nicht mehr gegeben hatte. Heute schauen wir uns ein paar der Linien an, die es seitdem nicht mehr gibt. Den Anfang macht die Linie 17. Diese führte zuletzt von Böllitz-Ehrenberg über den Hauptbahnhof und Schönefeld nach Mockau. Sie wurde im Westen durch die Linie 7 und im Osten durch die neue Linie 1 ersetzt. Eine Doppeltraktion aus Tatra T6A2 erreicht hier am letzten Tag vor der Liniennetzreform die Haltestelle Stöckelstraße in Schönefeld. Im Hintergrund nähert sich ein Gelenkbus auf der Linie 70, mit der die Linie 17 eine Haltestelle weiter am Stannebeinplatz einen Anschluss hat. Das Haltestellenschild am Straßenrand trägt bereits die Beschilderungen für die neuen Linien. Im alten Liniennetz hielten hier 3 Straßenbahnlinien. Neben der Linie 17, deren Schwesterlinie 27, die sich den Linienweg weitgehend teilten, und die Linie 22. Die Buslinie 84 fuhr nach Mockau West und wurde, wie auch die Linie 22, abends und am Wochenende durch die Buslinie 70 ersetzt. Im neuen Netz fährt nur mehr eine Straßenbahnlinie hier, die Linie 1. Die Buslinie 70 fährt nun tagesdurchgängig und hat die Linien 22 und 84 vollständig abgelöst. Nur wenig hat sich in den letzten 25 Jahren an dieser Stelle verändert. Es sind Kleinigkeiten wie das neue Wartehäuschen, die Haltestellenschilder oder andere Mieter in den Geschäften. Selbst die alten Großverbundplatten liegen zum großen Teil noch. Die Linie 28 fuhr von Waren über die Georg-Schumann-Straße und die Karl-Liebknecht-Straße parallel zur unverändert gebliebenen Linie 11 bis Konnewitz-Kreuz und weiter nach Markkleeberg West. Im neuen Netz übernahm die Linie 10 den größten Teil des Linienwegs und das Stück zwischen Konnewitz und Markkleeberg West wurde durch die neue Linie 9 befahren. Am Wilhelm-Liebknecht-Platz steht der NGT 8 1142 auf der Fahrt nach Waren. Im Vordergrund sieht man die Weiche der Gleisverbindung in die Erich-Weinert-Straße, die hauptsächlich für ein- und ausrückende Züge des Straßenbahnhofs Wittenberger Straße und natürlich für gelegentliche Umleitungen diente. Im Hintergrund steht eine Tatra-Garnitur auf der Linie 1 an der Haltestelle in der Erich-Weinert-Straße. Das Bild entstand von der stadteinwärtigen Haltestelle der Linien 11, 16 und 28 mit Blick Richtung Osten. Heute ist die große Baulücke, auf der sich 2001 ein Parkplatz befand, mit Wohnhäusern bebaut. Die Betriebskurve wurde 2022 entfernt und die Bahnsteige wurden entsprechend verlängert. Ein NGT 12 fährt als 11E auf dem gleichen Weg wie damals die Linie 28 Richtung Waren. Im Hintergrund biegt ein NGT 8 auf der Linie 14 in die Erich-Weinert-Straße ab. Diese Linie wurde erst im November 2025 nach 17 Jahren Unterbrechung wieder hierher verlängert. Die Linie 21 war im alten Netz eine Nord-Süd-Ost-Verbindung, die von Eutrich über die Wittenberger Straße, den Wilhelm-Leuschner-Platz und die Philipp-Rosenthal-Straße zur Endstelle Naunhofer Straße fuhr. Ein Teil der Fahrten wurde bis zum Messegelände im Norden bzw. zur Endstelle Meusdorf im Südosten verlängert. Im neuen Netz übernahm die neue Linie 14 für einige Jahre den nördlichen Teil, bis sie 2008 in diesem Bereich eingestellt wurde und die Wittenberger Straße damit ihren planmäßigen Straßenbahnverkehr verlor. Den südlichen Teil befährt heute die Linie 2. Auf der Fahrt nach Eutrich wird der NGT 8 1134 mit seiner Vollwerbung für die Abonnementfahrscheine der LVB gleich die Haltestelle Apelstraße auf der Berliner Straße erreichen. Hinter der Mauer befinden sich die weitläufigen Bahnanlagen der Streckenrichtung Halle,
Delitzsch und Eilenburg sowie des Bahnbetriebswerks Leipzig Hauptbahnhof West. Neben dem Oberleitungsmast ist ein Schornstein von einem der beiden Ringlokschuppen zu erkennen. An der Haltestelle Abelstraße teilten sich die Linien 1 Richtung Thekla und die Linie 21 Richtung Eutrich Krankenhaus. Im Rücken des Betrachters befindet sich die Freiabstellanlage des Straßenbahnhofs Wittenberger Straße. Dieser wurde 2016 geschlossen und beherbergt nun das Leipziger Straßenbahnmuseum. Die Freiabstellfläche wird, wie ein Teil der Gebäude, noch durch verschiedene Dienstleistungsbereiche der LVB wie Haltestellenservice oder Winterdienst genutzt. Anstelle der Linie 1 fährt hier nun die Linie 9. Die Linie 21 wurde wie erwähnt im neuen Netz zunächst durch die Linie 14 ersetzt, welche in diesem Bereich 2008 eingestellt wurde und im Rahmen des Projekts Liniennetz der Zukunft 2025 wieder hierher zurückkehrte. Und da sicher schon alle wissen, wie ein NGT8 auf Linie 14 aussieht, zeige ich euch eine Aufnahme des historischen KT4D 1308 an der gleichen Stelle. Zu guter Letzt schauen wir auf die Linie 22. Diese fuhr von Thekla über Schönefeld, Reutnitz und das alte Messegelände nach Dölitz im Süden Leipzigs. Sie war damit im alten Netz die letzte verbliebene Straßenbahnlinie, die nicht die Innenstadt berührte. Wenige Jahre nach ihrer Einstellung wurde auch ein Teil der Gleise in der Richard-Lehmann-Straße, im Friedhofsweg und in der Hermann-Liebmann-Straße stillgelegt und großteils abgebaut. Hier sehen wir eine für diese Linie typische Doppeltraktion aus unmodernisierten Tatra-Wagen auf der Riebeckstraße in Fahrtrichtung Altes Messegelände. Und genau diese Fahrt, die ich hier aufgenommen habe, war die allerletzte Fahrt der Linie 22. Der Triebwagen zeigt das Fahrziel Dölitz. Wegen Bauarbeiten wird die Fahrt aber an der Wendeschleife Südfriedhof enden und der Wagen dann auf Umwegen nach Dölitz einrücken. Dieser Teil der Riebeckstraße zwischen Stötteritzer und Prager Straße wurde planmäßig nur durch die Linie 22 bzw. die sie zeitweise ersetzende Buslinie 70 befahren. Im neuen Netz fährt nun die Linie 70 ganztägig hier. Die Gleise werden noch in den Hauptverkehrszeiten durch die Linie 12 bzw. 4E genutzt und momentan für die wegen Bauarbeiten in der Stötteritzer Straße umgeleitete Linie 4. Nachdem sie die Linie 22 ersetzte, hat die Linie 70 im Jahr 2015 auch den stillgelegten Abschnitt der Linie 9 zwischen Konnewitzer Kreuz und Markkleeberg West übernommen und gehört damit nun zu den längsten Buslinien in Leipzig. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Blick auf das alte Liniennetz gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.